Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Trip Report. Wir fliegen heute mit Vietnam Airlines in der Business Class A321 nach Ho Chi Minh City. Wir sind ein bisschen spät dran, weil wir haben uns ein Grab bestellt, haben aber die Zeit falsch eingestellt. Es war auch noch Stau. Jetzt haben wir noch ungefähr eine Stunde, bis der Abflug ist. Hoffentlich kommen wir noch rein. In die Lounge werden wir wohl nicht mehr so gut reinkommen. Oh, das war knapp. Während wir da gestanden haben, eingecheckt haben, haben sie ja den Check-in geschlossen. Jetzt sind es noch 20 Minuten bis Boarding, also wir müssen uns beeilen. Es gibt hier leider keinen Fast Track, habe ich schon gefragt. Das heißt, hoffentlich ist nicht viel los an der SICO. Ausreisen müssen wir ja auch noch. Da hat die Dame mir am Check-in was Falsches erzählt. Es gibt wohl hier einen Fast Track für die Sicherheitskontrolle und da war natürlich nichts los. Also sind wir weil auch hier an der Ausreisekontrolle ebenfalls nichts los war, innerhalb von 2-3 Minuten nichts drin, haben wir also eine Menge Zeit wieder gut gemacht. Also nur diese komische Lounge finden. Das heißt, jetzt müssen wir in Bong Seng Lotus Lounge gehen. Die ist die Lounge für Vietnam Airlines. Jetzt waren wir ein bisschen ratlos gerade. Überlegt, wo ist die Lounge? Es ist nichts ausgeschildert, aber das hat sie uns ja gesagt. Am Gate 8 soll diese Lounge sein. Dann zack. Wenn man zuhört, dann weiß man das auch. Okay, die scheint wohl gerade renoviert zu werden. Deswegen sollen wir temporär in die Sapphire Lounge gehen. Die scheint aber auch temporär zu sein. Also ja, ist ja nicht so schlimm. Wir haben also kaum Zeit. Wir trinken jetzt eine Kleinigkeit und essen was und dann müssen wir ja auch schon wieder los, wenn das Boarding beginnt in 10 Minuten. Mal, dass wir in einer Lounge ein Bier trinken. Wobei, nee, ich habe nur eins in Korea getrunken, weil da so eine coole Zapfanlage war. Ja, das war ein kurzer Besuch hier in der Sapphire Lounge. Wie gesagt, das ist eine provisorische Lounge. Normalerweise ist es ja die Lotus Lounge. Die ist aber gerade under construction. Jetzt müssen wir zum Gate 1. Das ist natürlich ganz am Ende des Korridors. Noch ein etwas weiterer Weg und Boarding ist jetzt in 5 Minuten. Dortmund gegen Leverkusen läuft hier am Fernseher, ganz weit weg von zu Hause. Mysteriös. Hier an dem Gate, wo wir jetzt abfliegen sollten, Gate 1, stand gerade noch eine China Southern Maschine, die gerade weggegangen ist. Aber Boarding soll in 5 Minuten sein, steht auch schon oben dran. Es soll jetzt schon sein, es ist eigentlich das Boarding. Und ja, wir rennen hierher wie die Irren. Ich schwitze schon wieder. Oh. Immer diese Hektik am Flughafen. Wir suchen hier ein bisschen die Klimatisierung, aber die ist schwer zu finden. Es ist mega heiß hier drin, also Klima ist nicht so gut. Also die Luftfeuchtigkeit ist gefühlt 100% und es ist über 30 Grad. Ich habe was gefunden. Eine mobile Klimaanlage, die ist auf 16 Grad gestellt. Das ist so angenehm hier. War schon wieder zu kalt, aber perfekt. Ach, die kann man einstellen. Ja. Und morgen bin ich krank.
Das ist die Vietnam Airlines Business Class in der A321 auf dem Weg nach Ho Chi Minh City. Also ungefähr 3 Stunden in einer 2-2-Bestuhlung. Toll, es ist ein Recliner. Ich kann quasi die Rückenlehne nach hinten tun und die Fußstütze nach oben. Dann habe ich also ein bisschen entspannteren Sitz hier. Aber er erinnert mich so ein bisschen an zum Beispiel an den Malindo Air Business Class. Da gab es auch diese Knöpfe hier. Das ist so eine Art so Aufpumpen teilweise des Sitzes. Und natürlich zum Einstellen. Und was habe ich so alles an meinem Platz hier? Gar nicht so viel wie bei anderen Airlines. Ich habe eigentlich jetzt nur Kopfhörer gefunden. Es gibt keine Decke und auch kein Kissen, aber ich glaube, eine Decke brauche ich hier am allerwenigsten. Es ist so heiß. 32 Grad im Übrigen und ich schwitze wie sonst was. Also ich brauche definitiv keine Decke. Wow, und das ist die Liegeposition nach hinten. Ich hoffe, ich stelle jetzt niemand Economy Gast kotzt, wenn du das machst. Ja, und der hinter mir wird wahrscheinlich richtig kotzen, weil es gibt nämlich hier keine Wand. Gut, mir kann es erstmal egal sein, aber derjenige wird sich bestimmt beschweren. Oh wow, es gibt auch ein richtiges Menü hier auf dem 3-Stunden-Flug. Und das liebe ich ja. Kaum ist man in der Luft, man ist gerade noch am Steigen. Die ersten gehen zurück und besonders der vor mir. Und jetzt habe ich nur noch ein ganz bisschen Platz für mich alleine. Jetzt wird endlich gekühlt hier drin. Es wird auch langsam kälter. Es war fast nicht mehr auszuhalten. Es waren bestimmt 40 Grad in der Maschine drin, als wir gestartet sind. Ich habe richtig geschwitzt. Sagt sie gerade was von Entertainment-System. Ich habe hier keinen Monitor gefunden am Sitzplatz. Also ich glaube, das ganze Flugzeug wird keinen Entertainment-System haben. Höchstens oben, aber da müssten sich alle ja denselben Film angucken. Das ist ja wie früher. So, wie ich es gesagt habe, jetzt sind die Monitore, könnt ihr da sehen, rausgefahren. Jetzt hören wir uns die Filme dann gemeinsam da an diesem Bildschirm anschauen. Außerdem gibt es hier kein USB-Charger, also Möglichkeit zum Laden des Handys und auch keine Steckdose, habe ich noch nicht gefunden. Das Flugzeug ist ungefähr 7 Jahre alt. Offensichtlich ist hier noch eine uralt Business Class eingebaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Vietnam Airlines Anspruch ist. Ich glaube, sie haben einen besseren. Deswegen würde ich jetzt meinen, dass sie auch eine bessere Business Class in anderen Flugzeugen haben.
habe ich schon gedacht, sie haben irgendein Gericht nicht und wollen mir sagen, ich muss was anderes wählen, aber zum Glück nicht. Es ging aber fix diesmal. Das ist der Appetizer mit dem kleinen Garnelensalat dazu und das ist die Nachspeise, der Obstsalat. Okay, das soll also Bami Goreng sein. Das sieht irgendwie doch ein bisschen anders aus. Sieht ein bisschen aus wie Reis mit frittierten Hühnchen und Curry. Ich dachte, da sind Knochen drin. Ich dachte schon, sie hat es ganz vergessen. Aber dann hat es doch noch geklappt, hat sie uns Brot gereicht, was mega heiß ist. Und es gab auch so eine Art Pizzabrötchen. Ist mir alles abgegessen. Dir darf mir nichts geben. Und das sind die Kopfhörer von Vietnam Airlines. Da muss ich erstmal diese Pads da drauf machen. Ich kriege die Dinger dann drüber. Das ist ja eine Kunst. Jetzt habe ich's. Gott, ich habe, glaube ich, noch nie billigere Kopfhörer in einer Business Class gesehen als diese. Also es gibt auch nur 2 Tonspuren, Englisch und Vietnamesisch. Und der Rest der ganzen Kanäle ist dann Musik. Und die Kopfhörer halten überhaupt nicht. Könnt ihr das sehen? Die fallen immer runter. Also das ist mega Mist. Naja, da habe ich hier meinen vietnamesischen grünen Tee wenigstens. Der ist okay. Jetzt ist es warm, aber jetzt geht's hier auch. Ja, und das war Vietnam Airlines A321 Business Class hier, angekommen in Ho Chi Minh City. Jetzt haben wir 5 Stunden Zeit, bis wir wahrscheinlich die 787 besteigen werden von Vietnam Airlines. Ist mit Sicherheit schon online, einfach mal auf das i drücken. Ja, Resümee ist, wir waren jetzt nicht ganz so begeistert. Wir hatten Besseres gehört und ja, Service war jetzt okay, aber auch nicht so der beste. Sitz war irgendwie Mist, kein Entertainment-System, keine Steckdose, kein USB. Also geht besser, finde ich. Aber zumindest eine 2-2-Bestuhlung und mehr Beinfreiheit als in vielen europäischen anderen Airlines. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschö.